Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Am 24.04. ist wieder Fashion Revolution und damit ein Tag, um sich zu fragen, wo kommt meine Kleidung eigentlich her, wie wird sie hergestellt, woraus ist sie gemacht, und für uns ein Tag, um nochmal zu kommunizieren, dass DIY, also selber machen, viel mehr bedeutet als irgendwie einen Nachmittag lang Spaß zu haben, sondern DIY, do it yourself, bedeutet Wertschätzung. Dass das stimmt und dass das genauso ist, das haben viele von euch schon selber am eigenen Leib erfahren. Das schreibt ihr uns immer wieder, wenn ihr zum Beispiel mit unseren Schnittmustern etwas genäht habt oder unsere DIY-Sets probiert habt mit einer Technik, die ihr vorher zum Beispiel noch nie getestet habt und sagt, wow, ich hätte erstens nie gedacht, dass ich das kann, wie cool ist das denn? Aber auch, ja, jetzt verstehe ich endlich, wie viel Mühe, wie viel Arbeit und wie viel Herzblut eigentlich auch hinter jedem Kleidungsstück oder Accessoire steckt. Deswegen haben wir uns eine kleine Aktion überlegt, und zwar legen wir bis Ende des Monats, April, immer jedem Schnittmuster und jedem DIY-Set folgendes Poster dabei. I made my clothes. Denn so könnt ihr ganz einfach mit uns gemeinsam aktiv werden und einfach die Message spreaden, dass viel mehr Leute selber zu Hause aktiv werden können, sich etwas herstellen können, dabei Spaß haben, aber auch wirklich einen Teil dazu beitragen, dass Mode wieder mehr wertgeschätzt wird. Denn darum geht es uns. Mode wieder mehr wertschätzen, nicht einfach zack, was kaufen und dann habe ich es und trage es vielleicht ein paar Wochen, sondern nein, man soll sich damit intensiv auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich, ein Kleidungsstück herzustellen und warum kann es eigentlich nicht sein, dass es so günstig in manchen Fast-Fashion-Läden zu haben ist. Also schnappt euch dann euer Poster, nehmt ein Foto auf mit euch und euren selbstgemachten Teilen, von vorne, von hinten, von der Seite, ganz wie ihr mögt. Ganz klar sollte erkennbar sein, ihr habt eure eigene Kleidung hergestellt und das wollen wir verbreiten. Also nehmt die Fotos auf, ladet sie hoch, taggt uns gerne und dann teilen wir eure schönen Beiträge und hoffen, dass DIY-Mode einfach noch eine viel, viel größere Reichweite bekommt und Sichtbarkeit und wir so gemeinsam die Modewelt revolutionieren. Viel Spaß!